Das ist ein Intro. Amerika, März 2023. Schöner Haifisch. Großes Becken, also keine Sorge, er hat ein bisschen mehr wie nur 60 cm. Gleich drauf, so schön als Aufreger, Beta-Kampffische. Ganz viele und in wunderschönen Gläschen. Schon lange nicht mehr so gesehen, weil die dürfen die hier noch so halten. Und über alles mehr von diesem außergewöhnlichen Zoofachgeschäft hier mit Ente und Känguru und schöne Rochen und amerikanischer Kunde. Seht ihr nachher. Also gleich. Bis später, Jungs. Typisches amerikanisches Tiergeschäft, Zoogeschäft mit allem drum und dran, Riesenauswahl. Definitiv eins der besseren. Wir werden sicherlich auf dem Weg noch ein, zwei finden, wo es, sagen wir mal, naja, schwierig ist für unsere Art. Aber was ich dazu sagen muss, es ist schon so, dass mich ein bisschen zurückversetzt in Kindheit und Spaß, wenn man halt sieht, wie aufgebaut wird, wie es so gewachsen ist. Der Betrieb hat 35 Jahre. Hier sieht man jetzt mal die Korallensektion, die sie haben. Immer amerikanisch typisch blaulicht bis zum Anschlag. Und sehr häufig auch, dass sie das schon in Schaubecken zeigen. Also diese Art wie die reinen Frex-Becken, die haben nur wenige gehabt. Das ging auch erst im Laufe der Zeit so. Die meisten haben immer Schaubecken gehabt und aus denen wurde verkauft. So praktisch wie hier hat man sie reingestellt. Und ganz typisch die Auszeichnung auf der Scheibe. Zum Wegwischen quasi danach und ja, klar. Temporär einfach. Genau, weißt du einfach, wenn du jetzt gerade durchguckst, die Conny kostet 169. Und nur mal so als Beispiel, also nur damit wir mal drüber reden, eine normale Torches Mehrfachhead 449. Oder, ganz wichtiger Punkt, NFS. Not for sale. Und das findest du eh fast immer, weil man hat halt immer ein bisschen Bock auf so sein eigenes Tierchen, das stellt man dann rein und dann geht da gar nichts. Auch typisch immer sehr viel Rockwork, was sie dann immer machen. Und wenn wir jetzt mal rübergehen, ein Stück weit, auch Tiere, die bei uns jetzt so als No-Go dienen, No-Go gelten, wie jetzt Geigenrochen oder auch mal wieder ein gebänderter Bambushai. Bambushai, genau, danke dir. Da bin ich jetzt gerade nicht dazu gekommen. Da ist noch einer, das ist ein punktierter. Hinten dran, der schön versteckt ist. Da gab es oftmals auch in Staaten viel Stress, weil manche Leute, die praktisch aus dem Golf so gefischt haben ohne Lizenz, da gehst du aber knochenhart Jahre für einen Knast hier. Also es ist schon ein Schutz da, auch wenn sicherlich so ein paar Tierrechtler jetzt wieder meinen, es ist gar kein Schutz da, weil jetzt die Bettas wieder in Gläsern gehalten werden oder jetzt hier mal wieder ein Hai gehalten wird. Nichtsdestotrotz können die aber nicht einfach wild entnommen werden. Also du brauchst eine Lizenz dafür, das wird gezählt. Und es gibt nicht wenige, die tolle Läden hatten, die jetzt in einem anderen Laden sitzen und was weiß ich, Hüte weben, weil die halt eben in Florida halt versucht haben, schnell aus dem Golf was zu holen und es dann halt entsprechend weit verkauft haben. Also eigentlich gibt es jedes Jahr einmal die Nachricht von jemand, der das so tut. Auch hier sieht man aber wiederum, dass die Wasserkontrolle und die Verkaufsanlagen definitiv verbessert werden könnten durch ICP und durch eine ständige Kontrolle und Einstellung der Wasserwerte darüber. Was es für die Läden halt bringt, ist, dass allein schon durch die tatsächliche Ausfärbung der Korallen natürlich auch grundsätzlich auch die Preise auch generiert werden können, dass sich der ICP-Test letztendlich immer von selber lohnt. Das heißt, je besser ich das Wasser habe, umso gesünder sind die Tiere, umso besser natürlich auch für den Kunden das Vertrauen darauf, dass ich halt eben gesunde Tiere und top ausgefärbte, kräftige Tiere kriege, die einen Transport oder einen Versand halt auch überstehen. Das sieht man eigentlich mittlerweile querbeet durch, dass in vielen Bereichen die Wirkung und der Benefit von ICP, das hört sich immer so an, dass das noch gar nicht so richtig angekommen ist. In welchen Bereichen Wasser eine Rolle spielt. Und im Grunde genommen schon ein bisschen wie unsere Luft auch. Und schlechte Luft bringt uns um. Egal was wir essen. Und so ähnlich ist halt hier auch. Aber sie haben jetzt mal ein Becken rein, die sehr gut gepflegt sind. Die Tiere sind nicht zu sehr vollgestockt, also hinterher, sondern wie gesagt, der Starteversuch
so Schaubecken-Style. Was es immer gibt, sind auch teilweise, also wird zum Teil sehr viel Geld investiert, auch in sehr außergewöhnliche Korallen. Wir haben natürlich nicht das Problem wie wir, dass wir sehr starke Restriktionen haben, was den EU-Import angeht. Daher ist es auch ein großer Quatsch zu meinen, dass nur weil wir in Deutschland sagen, wir hören jetzt auf, eine bestimmte Koralle zu importieren, da regulieren wir 0,1% oder 0,2%. Das interessiert überhaupt niemand weltweit drumherum, sondern es gibt CITES, die CITES gibt die frei und CITES, alle haben sich auf CITES geeinigt. Nur wir Europäer kommen jetzt her und sagen so, nee, wir müssen jetzt aber auch nochmal ganz speziell besonders toll sein, weil alle anderen drumherum sind nicht so dusselig, die Zahlen der Tiere so weit zusammenzustellen, dass das akzeptiert wird oder nicht. Also, und das ist schon so eine Art von, ja, ich tue mich immer schwer, da die richtigen Worte. Also ganz klar, nach mir haben die alle was am Helm. Also die Australier wissen sehr genau, was in ihrem Becken ist. Die Indonesier wissen das auch. Und da rennen nicht nur Leute rum, die grundsätzlich alles auseinandernehmen wollen. Das ist totaler Blödsinn. Die leben davon. Und wenn man eine gewisse Menge nach CITES dann macht, hat es ja oft genug schon bewiesen, dass da nichts Problem ist. Allerdings haben auch die Amis Probleme mit Tierrechtsaktivisten ganz arg. Beispiel gelber Doktor jetzt, das hier ein Thema ist. Jetzt hat man 3 oder 4 Jahre lang verboten, gelbe Dogs daraus zu nehmen. Dann hat man festgestellt, auch wissenschaftlich begründet, das hat überhaupt gar keinen Einfluss gehabt, der Fang von Aquarienfischen. Es waren 4, 5 Firmen, die das gemacht haben, mit Netzen hinter den Fischen hergeschwommen. Bei einem gelben Doktor, den ich ja, jeder weiß, das ist für mich einer der dümmsten Fische. Ja, ist schön, ja, aber ist halt echt ein bisschen gaga. Und vermehrt sich wie blöde und die Jungen wachsen auch extrem schnell, also bald schneller wie jetzt Goldfische kennen, die großziehen. Das heißt, es ist bewiesen, dass der Aquarienfischfang, jedenfalls jetzt nehmen wir einfach den gelben Dock, nichts ausrichtet. Kann man machen oder kann es auch lassen. Trotzdem wird so massiv dagegen gekämpft und daran siehst du, dass es den meisten Tierrechtlern 0,0 um den Schutz von den Tieren geht, sondern um den eigenen Schutz, weil da sind natürlich auch ein Haufen Spendengelder mit dabei, die da kommen, die ganze Arbeit machen und da leben die Leute von. Und wie kann es sein, dass man sich mal getäuscht hat? Das gibt es natürlich nicht. Also muss man weitermachen, um seinen moralischen Index hochzuhalten. Und es nervt, weil in meiner Welt ist es einfach so, dass das der völlig falsche Weg ist, Schutz auszubringen. Ich bin absolut dafür, dass man das schützt, dass man Raubbau verhindert. Nur damit man mich hier nicht falsch versteht. Es geht nur so, dass wenn man es richtig macht, dann hat man auch einen Benefit, weil die Leute es dann freiwillig darauf achten. Wenn man sie zwingt, und auch noch mit Lügen zwingt, wirst du niemanden finden, der dem Ganzen freiwillig folgt und dann auch einen entsprechenden Benefit dann darauf hat. Sondern es wird nur versucht, es zu umgehen. Und das ist genau das, was dann noch mehr Schaden anrichtet als alles andere. Nur damit man mich richtig versteht, weil ich möchte da nicht in eine Schublade gesteckt werden, weil die gibt es bei mir einfach nicht. Ich weiß, die Preise von den Tieren, das ist alles so hoch, beziehungsweise wie bei uns zum Teil. Also wir haben jetzt hier $20 Fracks. Ja. Und wie ihr seht, es sind durchgängig fast die gleichen Arten, wie wir auch haben. Ab und an mal, weil sie legal importiert werden dürfen, bei uns kommen jetzt auch wieder welche rein, Acanthophilas zum Beispiel in besonderen Farben. Das gibt es schon in Amerika, das liegt aber einfach daran, da etwa 10, 20, 30 Mal mindestens so viel importiert wird wie bei uns, von den Mengen her. Und automatisch natürlich die viel kaufen, auch immer wieder die paar High-End-Tiere kriegen. Ob das jetzt nun Katas sind oder auch mal wieder, was weiß ich, Acanthophilas besonderen Farben. Mir zum Beispiel teils auch schon, selbst da schon wieder nachdrücken, bestimmte Bounces, Acans, Yumas aus Indonesien, Euphilias. Ist schön zu sehen, mal wieder andere Arten da sind und wie eben die Zoofachgeschäfte so miteinander umgehen. Was nicht heißt, dass wir immer komplett kritiklos sind, aber für mich ist es so ein bisschen eher der normale Ablauf und freut mich dann halt auch. Hier sind wir jetzt in der Fischanlage wir sind in Country Critters übrigens. Wie ihr hier seht, ist es auch zum Beispiel völlig normal, dass hier auch die Dogs hier verkauft werden, wir nennen sie Hippotang hier. Das ist jetzt halt immer so genau so ein Ding. Ich brauche hier jetzt überhaupt nicht damit anfangen oder hier versuchen, eine Diskussion darüber zu starten, ob jetzt dieser Fisch in ein Aquarium gehört oder nicht. Da werde ich völliges Irritation werde ich da haben, weil die gar nicht verstehen, wo ist das große Problem. Abgesehen mal davon, dass dies mittlerweile als Nachzuchten gibt, wird da kein großer Unterschied gemacht, ob das jetzt der Palettendoktor ist oder eben halt wegen mir der Velifero. Sie haben diese Diskussion dort nicht. Die Becken sind
standardmäßig ein bisschen größer bei uns, aber es ist eben Fischhaltung, so wie wir hier in dem Zoogeschäft Kängurus finden und Uhus und was weiß ich was alles Mögliche. Das gehört hier zum ganz normalen Leben mit dazu, die Tierhaltung, die ja auch, ich weiß gar nicht, wie es in deren Verfassung ist, in unserer Verfassung ist ja die Tierhaltung grundgesetzlich geregelt, hier ja auch, also es ist ein Grundrecht, das wir haben, dass wir Tiere halten dürfen. Ich persönlich bin schon definitiv dafür, dass ein Fisch adäquat gehalten werden soll. Und da wurde ich ja beim letzten Video teils auch missverstanden, wegen diesem Whataboutism, auch so ein neues Wort. Man weiß nicht, wenn man nicht Deutsch reden kann, wenn man sowas sagt. Es geht ja nicht darum, dass man Fisch quält, nur wenn man sagt, ich finde es schon in Ordnung, wenn man Tiere auch hält. Es geht immer darum, dass ich, da ich weltweit arbeite, halt sehe, wie in anderen Ländern über diese Sache gedacht wird und wie eng begrenzt nur unsere Meinung ist, die sich sehr häufig durch eine unfassbare moralische Vorstellung ausnimmt und wo ich bloß den Kopf schütteln kann. Ich sage, was redet ihr eigentlich? Also wir haben 100 Millionen Kinder, die verhungern von morgens bis abends und ihr investiert da Energie da rein, dass wir in Deutschland jetzt aufhören, einen Palettendoktor zu halten. Mal ehrlich, seit Jahren hält niemand mehr einen Palettendoktor in einem 60er-Becken. Das hat sich von selber erledigt, weil die meisten Aquarianer es einsehen. Dann braucht man nicht die 5 nehmen, die es dann ums Verrecken halt zeigen müssen, um Leute zu provozieren, um alles in Misskredit zu ziehen. Weil die meisten Aquarianer machen das bei uns schlichtweg nicht mehr. Und auch in Amerika bildet sich das langsam Stück für Stück aus, dass die Becken groß gemacht werden, dass die Fische Schwimmraum haben. Das existiert ja und es passiert auch bei der Mehrheit der Leute. Auch wenn es in einem Zoofachgeschäft zu finden ist. Und die haben halt schöne Kaiser. Wir haben halt auch hier eine andere Struktur. Wir haben weit mehr Fischbecken, gerade im New York-Bereich. Firmen, die dort die Maintenance machen, also die Pflege machen von diesen ganzen Villen und Zeug, was wir hier gerade Long Island, du siehst, wie riesig die Insel ist. Ich meine, da lebt die Elite. Wir reden hier von Zehntausenden von Aquarien, große Fischaquarien. Hast du gesehen, wir waren ja bei Andrew, was da für Trümmer teilweise an Aquarien stehen. Ja, da kann man so einen Fisch reintun, deswegen schwimmt die in den Zoogeschäften. Weil genau diese Jungs und Mädels, die sind die im Hintergrund die Fäden von diesen ganzen Großaquarien machen, weil, mal ehrlich, diese ganzen Broker und Banker, die hier ihre Villen haben, die in der Woche jetzt in New York City sind, die brauchen halt Leute wie Michelle und Joe hier, die dafür sorgen, dass ihre Becken laufen und die versorgt werden. Und das passiert genau von hier aus. Guck mal, Losby von Fidschi. Habe ich zum Beispiel einen stehen, der ist 25 Jahre schon bei mir. Mega. Ich würde da jetzt zum Beispiel für die Lippis Sand reinmachen und ich würde es schon ein bisschen anders machen. Aber im Gegensatz zu vielen Stores sind die super clean. Also wir haben Sonntag, komplette Mannschaft ist da. Hier wird gereinigt, gefüttert, gemacht und getan. Das heißt, wenn Sie sich in Amis mal dafür entscheiden, einen Pet Store zu machen und solche Kunden zu haben, wie eben Andrew oder viele andere da, dann heißt es einfach 24/7 für die Tiere da. Mega, oder? Wann habe ich das letzte Mal eine ganze Schule von Leopardfischen gesehen? Ist natürlich der beste Fisch für ein Muschel- und Steinkorallenbecken, also vor allem, wenn man ständig neu kaufen will. Also rein aus Händlersicht, packt ihn euch ins Becken? Nein, natürlich nicht. Aber es ist ein genialer Fisch und zudem noch super intelligent, weil der, bevor er eine Koralle beißt, und das ist no joke, schaut er sich an, welche ihr besonders mögt. Das weiß der. Und er wird auch dann nur reinbeißen, wenn ihr gerade eben vorne dran seid. Er piept euch, das sage ich euch. Gemato, wunderschön. Früher oft ein Fisch, den wir hatten, Heniochus acuminatus, Wimpelfisch. Kommt eigentlich in riesigen Schulen vor. Definitiv kein Fisch für ein Korallenbecken, muss man nicht drüber reden. Aber auch einer meiner Lieblinge, zum Beispiel ein perfekter Fisch für kleinere Becken, weil sie eben halt sowieso nur ständig rumstehen. Und nein, du kannst dem Fischer ein 3000 Liter Becken geben, er wird seinen Platz haben, bleibt dann da und gut ist. Mehr wird nicht passieren. Ganz kurz, ja. Auto, mega tolles Tierchen, Rhinopias, Franzenfisch. Kann man in Korallenbecken halten, ist gar kein Problem, aber ich würde jetzt nicht unbedingt viele kleine Fische haben, weil das Thema ist durch. So, das kleiner Überblick, amerikanisches Zoofachgeschäft, wie es so hier aussehen kann in den guten Stores. Und wir besuchen ja noch ein paar und da wird sicherlich was Tolles draus geben. Also wenn ich hier reinkomme, fühle ich mich wie zu Hause, ist einfach mega. Hab Spaß bei. Naja, mal sehen, wie unser Zoogeschäft wird, wenn wir dann mal gebaut haben. Bis später, Jungs.